Hallöchen! Da bin ich wieder. Ihr wollt vielleicht nach Korea und seid alleine unterwegs. Da könnte es sein, dass ihr ein klitzekleines Problem habt, denn in Korea ist man hauptsächlich zu zweit unterwegs. In diesem Land werden Freundschaft und gemeinsame Aktivitäten sehr hoch geschätzt. Wenn du also alleine unterwegs bist und alleine was essen willst, ist das ein kleines Problem, weil alle Restaurants sind darauf ausgerichtet, dass du mit deinen Freunden dorthin gehst. Und wenn du keinen hast oder ein einsamer Tourist bist, ist das etwas blöde, dich an einen Tisch zu setzen, der für mindestens 4 Personen ausgerichtet ist. Mit 2 geht es noch so, aber alleine... Oh. In Korea ist man niemals alleine. Und wenn du es bist, Mann, hast du ein Problem. Du musst nicht alleine sein in Seoul. Das Leben ist zu kurz, um alleine zu sein. Sagt die Single ist. Oi. Was tun? Verzweifle nicht. Denn das ist die Lösung für all deine Fragen. Let's play Planet.com. Wie findet man also Leute, mit denen man gemeinsam essen gehen kann, obwohl man alleine unterwegs ist? Und wie findet man denn die Aktivitäten, die typischen traditionellen Aktivitäten, die man machen kann? Und wie findet man die Insiderorte, weit weg vom normalen Alltagstourismus? Was könnte also den Urlaub besonders machen? Nicht diese allgemeinen Touristensachen, sondern wirklich besonders mit tollen Erinnerungen. Die Lösung für all diese Fragen ist hier. Let'splayplanet.com ist eine Seite, die im kompletten asiatischen Raum operiert. Wir haben dort Mädels kennengelernt, die uns diese Seite vorgestellt haben, und diese Seite hat sich darauf spezialisiert, Einheimische mit Touristen zusammenzubringen. Das heißt also, wenn du deine Tage nicht alleine verbringen willst in Korea, wenn du irgendwas machen willst, was weit abseits des allgemeinen Tourismus ist, wenn du die geheimen Ecken von Seoul kennenlernen willst, die du alleine als Tourist eigentlich niemals kennenlernen würdest, dann bist du hier richtig. Falls ihr beispielsweise Interesse daran habt, ein 500 Jahre altes, traditionelles koreanisches Dorf kennenzulernen, könnt ihr das über diese Plattform buchen. Dann könnt ihr auf traditionelle Weise mit Hilfe eines Lotusbaumes T-Shirts färben oder die Jute-Tasche und dementsprechend besondere Erinnerungen machen und Fotos schießen, und somit wird der Urlaub nochmal unvergesslich und besonders. Dazu übernachtet ihr auch in einem Hanok, das ist ein traditionelles altes Haus in diesem Dorf. Ihr lernt zu schreiben wie die alten Gelehrten, lernt wie diese Gelehrten damals gelebt haben, wo sie geschlafen haben. Ihr lernt euer eigenes Mehl zu mahlen und daraus einen traditionellen Reiskuchen zu machen. Also praktisch die Sachen, die man normalerweise als einzelner Tourist in der Masse niemals macht. Das alles passiert in kleinen Gruppen und mit Einheimischen, also es kann dementsprechend nicht schief gehen. Oder aber ihr entscheidet euch, 2 Tage in den Bergen zu verbringen, in einem kleinen traditionellen schönen Landhaus. Dort lernt ihr, wie man in einem geheimen Garten Kräuter pflückt und wie man ein traditionelles koreanisches Essen zubereitet. Ihr werdet Blumentee trinken und halt dementsprechend auch eine tolle Erfahrung sammeln, die weit abseits jeglichen Tourismus stattfindet. Wenn du essen gehen willst, mit Einheimischen oder mit anderen Touristen, die ebenfalls alleine sind, diese Seite hier bringt euch zusammen. Let'splayplanet.com. Für eine unvergessliche Zeit im Urlaub. Hier kannst du zusammen essen gehen, hier kannst du zusammen Party machen, hier kannst du zusammen Seoul erkunden oder ein anderes asiatisches Land. Hier lernst du die geheimen Insider-Ecken kennen. Hier kannst du sogar kochen lernen, surfen gehen, deine Zeit am Meer verbringen oder in den Bergen bei einem buddhistischen Yogakurs oder so. Alles gibt's auf dieser Seite. Hier bringt man euch zusammen mit Einheimischen. Hier werdet ihr durch Seoul geführt auf eine Art und Weise, wie der allgemeine Tourismus es einfach nicht kann. Ihr bekommt wundervolle Fotos, wundervolle Erinnerungen. Traut euch, schaut mal rein, klickt rein, man lebt nur einmal. So zumindest manche Theorie. Also, viel Spaß und genießt die Zeit. Tschüss!